Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bei mir gibt es heute Nussecken, total fluffig und ganz lecker. Die Herbstzeit und die Winterzeit ist für mich die Nusseckenzeit. Im Sommer mag ich sie gar nicht essen, aber im Herbst sind sie eine sehr gute Abwechslung auf meinem Kuchenteller oder Keksteller. Die genaue Zutatenliste ist in der Infobox zu finden. Los geht's! Für den Boden, also für den Teig, 125 Gramm weiche Butter, eine Prise Salz, ein Päckchen Vanillezucker, das sind 8 Gramm, und 120 Gramm normalen Zucker cremig schlagen. Dann 2 Eier nacheinander unter die Buttermasse rühren. 300 Gramm gesiebtes Mehl und ein halbes Päckchen Backpulver, das sind 8 Gramm, mischen und hinzufügen und dann alles ganz schnell zu einem Teig verarbeiten. Den Teig dann in die Backform geben und gleichmäßig in der Backform verstreichen. Das geht am besten mit den Händen oder halt mit so einer Teigkarte, weil ausrollen geht halt nicht. Der Teig ist einfach zu weich. Meine Backform ist 38 x 25 cm groß und ich habe sie mit Backpapier ausgelegt. Meinen Teig lasse ich dann erstmal stehen und mache die Nussfüllung fertig. Für die Nussfüllung 200 Gramm gehackte Haselnüsse, 200 Gramm gemahlene Haselnüsse, 140 Gramm Butter, 120 Gramm Zucker und 3 Esslöffel Wasser in eine Pfanne geben und alles aufkochen und kurz köcheln lassen, bis eine feuchte Masse entsteht und dabei ständig rühren, damit die Masse nicht anbackt. Den Teig dann mit Marmelade bestreichen, das waren bei mir ungefähr 3 bis 4 Esslöffel. Auf dieser Marmeladenschicht dann die Nussfüllung verteilen und glatt streichen und dann kann der Kuchen auch schon in den vorgeheizten Backofen für 25 bis 30 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft. Den Kuchen dann etwas abkühlen lassen, so ungefähr 10 bis 15 Minuten und dann in 12 Rechtecke schneiden und jedes Rechteck nochmal diagonal durchschneiden, so dass dabei die typischen Nussecken entstehen. Er muss auf jeden Fall noch warm sein, so geht es einfacher und so wird diese Nusskruste nicht beschädigt. Und ich mache das immer so, ich lasse die Nussecken dann vollständig erkalten und erst dann mache ich die Glasur fertig. Für die Glasur 150 bis 200 Gramm Zartbitterkuvertüre hacken und 2/3 davon im Wasserbad schmelzen und auf maximal 40 bis 45 Grad erhitzen. Dann auf ca. 28 bis 29 Grad abkühlen und dabei die restliche Kuvertüre hinzufügen und nach dem Abkühlen nun vorsichtig wieder auf ca. 30 bis 31 Grad erwärmen. So bleibt sie auch schön glänzend und wird nicht weiß. Die Nussecken dann in die Schokolade tunken, also die spitzen Ecken von den Nussecken dann aufs Backpapier legen und die Schokolade fest werden lassen. Wenn die Schokolade dann fest geworden ist, kann man die Nussecken in Blechdosen aufbewahren und so bleiben die wirklich auch wochenlang frisch, ungefähr 3 bis 4 Wochen. Danke fürs Einschalten, euch allen noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!